Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch diesen Hausschuh. Ein sehr schöner und ich finde recht einfacher Schuh. Kann man eigentlich schon relativ leicht stricken. So schaut der Schuh aus. Ist ein sehr schönes Design hier oben mit Noppen. Die Noppen kann man stricken und kann man auch auslassen. So sehr schöne Sohle auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Für diese Hausschuhe verwende ich Sockenwolle von der Firma Relana. Lauflinie besteht hier 150 Gramm, 375 Meter. Und die Rundstricknadeln in der Größe oder Stärke 3 mm. Man kann auch 2,75 verwenden. Wollverbrauch habe ich hier für den Hausschuh für die Größe 37 bis 40 reichen ca. 70 Gramm Wolle, bis 43 75 und ab 44 80 Gramm Wolle. Man kann aber auch mehr oder weniger verwenden, je nachdem wie breit und wie lang man die Schuhe strickt. Maschenanschlag bei den Schuhen besteht aus 58 Maschen. Ich würde fast schon für alle Größen 58 Maschen nehmen, zeige ich euch gleich. Oder man vergrößert die Maschenanzahl um 6 oder um 9 Maschen. Also ich habe hier das Bündchen, das ist bei mir von der Breite ungefähr 11 cm. Das dehnt sich aber auch noch, also wenn ich das auseinanderziehe, komme ich dann schon so auf 12 cm. Man kann sicher halt auch noch ein bisschen mehr ziehen, bis auf 13 cm. Falls es zu eng sein sollte, wenn man richtig breiten Fuß hat, kann man Folgendes machen. Wir haben hier dieses Muster, also wo das Halbrunde entsteht. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Streifen für diese Halbrunde, für den halbrundes Muster. Genau, man kann zum Beispiel auf den Seiten statt 6, 7 solche Streifen stricken. Das heißt, wir rechnen dann pro Seite jeweils 3 Maschen dazu. Auf der Seite 3 Maschen und auf der Seite. In der Mitte kann man 6 Streifen lassen. Wenn man aber wirklich extrem breiten Fuß hat, kann man auch noch hier zusätzlich 3 Maschen dazu rechnen. Also insgesamt 9. Aber für den normalen Fuß würde ich 58 Maschen anschlagen. Wenn man für Kinder strickt, kann man hier entsprechend zum Beispiel 6 Maschen abziehen und 5 solche Streifen stricken. Also pro Seite 3 Maschen abziehen, hier auf der Seite und auf der Seite auch. Man kann auch mittig noch 3 Maschen abziehen. Das Bündchen, also hier oben, bis bei uns das Muster beginnt mit den Umschlägen. Da habe ich 9 Reihen gestrickt. Hier. Man kann hier die Linie etwas anpassen. Man kann auch mehr reinstricken. Also ich habe die recht kurz gestrickt. Man kann, wie gesagt, hier auch etwas länger stricken. Aber ich würde einfach für alle Größen, wenn die nicht so hoch sein sollten, einfach 9 Reihen lassen. Für die Hausschuhe schlage ich 58 Maschen an. Das mache ich, das kann man auf die gewohnte Art und Weise machen. Ich mache es auf diese Art. Also einfach die Maschen anschlagen. Ich verwende dazu meistens 2 Nadeln. Hier stricken wir die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab
Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts, eine Masche hebe ich ab, Faden vor der Arbeit, die Masche abheben, 2 Maschen stricke ich rechts, eine Masche hebe ich ab, der Faden vor der Arbeit. Und so stricken wir dann weiter, 2 Maschen rechts, eine Masche abheben, Faden vor der Arbeit, 2 Maschen rechts, eine Masche abheben, 2 Maschen rechts, eine Masche abheben. Am Ende der Reihe stricke ich 2 rechte Maschen und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Die kann man aber auch links stricken, so stricken, wie ihr gewohnt seid. Jetzt stricken wir die zweite Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Und zwar, ich habe die letzte Masche rechts gestrickt, deswegen lege ich den Faden bei der Randmasche immer nach vorne und hebe dann die Masche ab. Wenn man die letzte Masche links strickt, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. So, jetzt stricke ich 2 Maschen links, eine Masche rechts, also die abgehobene Masche stricke ich dann rechts. 2 Maschen links, eine rechts, 2 Maschen links, eine rechts und so weiter. So, jetzt bin ich bei der dritten Reihe, die stricke ich genauso wie die erste, also die Randmasche hebe ich ab und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts und eine Masche hebe ich ab, der Faden vor der Arbeit. 2 Maschen rechts, eine abheben, 2 Maschen rechts, eine abheben. So, und so stricken wir auf diese Weise dann weitere Reihen. Also die dritte Reihe stricke ich dann, bis ich am Ende ankomme. Die vierte Reihe stricken wir alle Maschen nach Muster und so weiter. Also alle ungeraden Reihen, da heben wir die linke Masche ab. Und die geraden Reihen stricken wir nach Muster. Und auf diese Art und Weise stricke ich dann insgesamt 8 Reihen. Und dann sehen wir uns wieder. Also ich habe jetzt 8 Reihen gestrickt, dann habe ich noch die 9. Reihe, die linke Seite gestrickt. Und jetzt bin ich bei der 10. Reihe. Die 10. Reihe stricken wir folgendermaßen. Die Randmasche hebe ich ab. So, jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Da haben wir 2 linke Maschen, die stricke ich jetzt rechts. Da fängt das Kraus-Rechts-Muster an. Jetzt mache ich einen Umschlag. Jetzt stricke ich 16 Maschen nach Muster. Das heißt, die rechten Maschen stricke ich rechts, die linken stricke ich links. 16 Maschen. Also ich habe jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und mit einer rechten Masche beende ich. Also nochmal 16 Maschen habe ich jetzt. So, jetzt mache ich einen Umschlag, 2 Maschen rechts, einen Umschlag, 16 Maschen nach Muster. Also 16 Maschen habe ich gestrickt, ein Umschlag, 2 Maschen rechts, ein Umschlag. 16 Maschen nach Muster.
16 Maschen nach Muster habe ich gestrickt. Jetzt ein Umschlag, 2 Maschen rechts und die Randmasche rechts oder links stricken. So, jetzt wende ich das Ganze. So, jetzt bin ich bei der 11. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich die ersten 3 Maschen rechts. 2 Maschen rechts und Umschlag stricke ich auch rechts. Jetzt haben wir unser Muster. Das ist das Bündchenmuster. Wenn wir hier vorne, also hier am Anfang, stricken wir jetzt Kraus rechts. Das sind diese 16 Maschen, die stricken wir nach Muster. Also die linke Masche hebe ich ab, Faden vor der Arbeit, dann 2 Maschen rechts, linke abheben, 2 Maschen rechts, linke abheben und so weiter, bis wir diese 16 Maschen gestrickt haben. Also ich habe jetzt 16 Maschen nach Muster gestrickt. Die letzte Masche ist links, die habe ich abgehoben. Jetzt haben wir die Umschläge. Also praktisch bis zum Umschlag strickt man das Muster. Und jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. Also die Umschläge, die mittleren 2 Maschen rechts und den zweiten Umschlag auch rechts. Und jetzt fängt wieder das Muster an mit 16 Maschen. Also abheben, 2 rechts, linke abheben und so weiter, bis wir bei dem nächsten Umschlag ankommen. So, 16 Maschen habe ich, die letzte Maschen habe ich abgehoben und hier kommen wieder 4 Maschen rechts, Umschlag rechts, 2 mittleren Maschen rechts und den zweiten Umschlag auch rechts. Und das Ganze wiederholen wir. Jetzt 16 Maschen Muster. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Den Umschlag stricke ich rechts, 2 weitere Maschen rechts und die Randmasche rechts oder links stricken. So, jetzt bin ich auf der rechten Seite. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt haben wir hier 3 Maschen rechts. Und jetzt haben wir hier die 16 Reihen Muster. Also ich mache davor einen Umschlag. Jetzt stricke ich 16 Maschen nach Muster. So, jetzt haben wir hier die mittleren 4 Maschen Kraus rechts. Also nach 16 Maschen Muster mache ich einen Umschlag, 4 Maschen rechts. Und jetzt beginnen die weiteren 16 Maschen, also ein Umschlag und 16 Maschen nach Muster. Also 16 Maschen nach Muster habe ich gestrickt. Jetzt sind wieder die Kraus rechts Maschen. Also erstmal ein Umschlag, 4 Maschen Kraus rechts. Ein Umschlag und jetzt wieder 16 Maschen nach Muster. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich die 16. Masche, ein Umschlag, alle weiteren Maschen rechts stricken. So, jetzt wende ich die Arbeit. So, die nächste Reihe, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich am Anfang die Kraus rechts Maschen. Den Umschlag stricke ich auch rechts. Jetzt haben wir hier wieder die 16 Maschen Muster. Die linke Masche hebe ich ab, 2 Maschen rechts.
linke ab, 2 Maschen rechts und so weiter. Die 16 Maschen stricken wir dann wieder alles nach Muster wie gehabt. So, die letzte linke Masche habe ich abgehoben und jetzt haben wir hier die Umschläge. Umschlag rechts, die mittleren Maschen auch rechts. 1, 2, 3, 4 und Umschlag auch rechts. Und das Ganze wiederholen wir. Jetzt kommen 16 Maschen nach Muster, die linke abheben, 2 Maschen rechts, die linke abheben und so weiter. So stricken wir dann die Reihe weiter. Wie gesagt, 16 Maschen nach Muster. Dann hier, das sind dann mit Umschlägen 6 Maschen rechts, 16 Maschen nach Muster und ab dem Umschlag 5 Maschen am Ende haben wir dann als rechte Maschen. So, und auf diese Weise stricken wir dann weiter. Und zwar, ich zeige es euch hier auf dem fertigen Schuh. Wir haben praktisch hier diese Umschläge, das sind die 16 Maschen, die wir immer weiter stricken. Und in die Mitte haben wir diese Kraus-Rechts-Maschen. Also wir haben jetzt 2 Umschläge gehäkelt, jetzt häkeln wir noch weitere 3 Umschläge, bis wir insgesamt 5 Umschläge gehäkelt haben. Auf die gleiche Art und Weise. Also ich beginne wieder mit Kraus-Rechts-Maschen. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich Kraus-Rechts-Maschen, bis ich bei dem Muster ankomme. Vor dem Muster mache ich einen Umschlag. 16 Maschen nach Muster. Also 16 Maschen habe ich jetzt gestrickt und jetzt sehen wir schon hier dieses Dreieck aus Kraus-Rechts-Maschen. Also einmal ein Umschlag, alle weiteren Maschen rechts stricken. Jetzt kommen wir hier bei dem Muster, also davor auch ein Umschlag. Also Kraus rechts, wenn wir Kraus rechts Maschen stricken, einmal davor und danach Umschläge stricken. Und wie gesagt, das ist der dritte Umschlag, und dann noch 2 weitere Umschläge stricken. Und die linke Seite genauso stricken wie bis jetzt gezeigt. Also die linke Seite nochmal, wir stricken hier Kraus rechts mit dem Umschlag, dann kommen die 16 Maschen nach Muster, dann kommen wieder die Umschläge, stricken wir rechts, mittleren Maschen auch rechts und dann wieder 16 Maschenmuster und so weiter. So, jetzt bin ich soweit. Ich habe jetzt 5 Umschläge gestrickt. Also es tut mir leid, wenn ich mich ständig verspreche mit Stricken und Häkeln. Also Häkeln tue ich mir, deswegen verspreche ich mich ständig. Ich hoffe, es stört euch nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Umschläge gestrickt. Jetzt machen wir Folgendes. Also ich stricke ganz normal. Die Randmasche nehme ich ab und stricke erstmal alle Maschen Kraus rechts. Also hier am Anfang, bis wir hier bei dem Muster ankommen. Das sind die 16 Maschen. Ich mache nochmal jetzt den 6. Umschlag. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. Also je nachdem, wie diese Masche bei euch gewendet ist. Also ich muss die Masche einmal so legen, dass diese Schlinie vorne liegt. Und dann stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. So, die nächsten 3 Maschen auch rechts zusammen. Also wie gesagt, ich drehe die Masche um und erst dann stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. So, jetzt stricke ich 4 Maschen rechts zusammen. Also die rechten Maschen muss ich wenden.
Ich wende auch die linken Maschen. So, dann haben wir, wie gesagt, hier diese Schlingen, die liegen dann alle auf der vorderen Seite. Also 4 Maschen stricke ich jetzt rechts zusammen. So, jetzt stricke ich weitere 3 Maschen zusammen. Und zwar die 2 linken Maschen stricke ich rechts. Und jetzt ziehe ich mir diese rechte Masche über die linken Maschen. Und zwar, da liegt bei mir die Schlinge so. Also ich habe hier die linke Schlinge, die liegt bei mir hinten. Also hier hinten. Dann ziehe ich die rechte Masche über die linke. Dann hebe ich ab. Also nochmal 2 Maschen rechts zusammen. Dann gebe ich die Masche wieder auf die linke Nadel und dann ziehe ich mir die rechte Masche über die abgehobene, also die andere Masche. So, und jetzt haben wir in die Mitte 5 Maschen. Hier mache ich ganz normal wieder Umschlag, dann stricke ich weitere rechte Maschen. So, ein Umschlag. Jetzt, wie gesagt, nochmal mache ich Folgendes. Ich stricke 3 Maschen rechts zusammen. Wenn ich die Masche anschaue, ich brauche hier diese linke Schlinge bei mir vorne. So, da liegt die vorne. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. Nochmal die Masche drehe ich um und stricke 3 Maschen rechts zusammen. Jetzt stricken wir 4 Maschen rechts zusammen. Ich drehe mir die erste Masche wieder um, die anderen lasse ich so, wie die sind. Man kann die auch drehen, je nachdem, wie bei euch die Maschen liegen. Und stricke alle 4 Maschen rechts zusammen. Und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts, hebe mir ab. Dann lege ich die Masche wieder auf die linke Nadel und hole mir die rechte Masche über diese 2 Maschen. Und dann hebe ich ab. Wie gesagt, hier bei der Masche zeige ich nochmal. Wenn ich die so abhebe, dann sehen wir die linke Seite und die rechte Seite. Und die rechte Seite Schlinge soll bei mir vorne liegen, hier. Also 2 Maschen rechts, hebe ich auf die linke Nadel und so drüber legen. Ein Umschlag, Kraus rechts stricken. Und das Ganze wiederholen wir noch einmal. So, hier nochmal einen Umschlag stricken und jetzt wieder 3 Maschen rechts zusammen, 3 Maschen rechts zusammen, jetzt 4 Maschen rechts zusammen, jetzt stricke ich 2 Maschen rechts und hebe diese Masche drüber, nochmal 2 Maschen rechts und die Masche einmal drüber. Ein Umschlag und die letzten Maschen stricke ich alle rechts.
So, und so schaut diese Reihe dann aus. Wie gesagt, wir haben hier die Maschen abgenommen. So, jetzt wende ich die Arbeit. Und für den nächsten Schritt brauchen wir auch noch zusätzlich einen Haken. Wenn wir diese Noppen da stricken oder häkeln. Also ich beginne die Arbeit genauso wie bis jetzt. Also hier am Anfang stricken wir alle Maschen rechts. Den Umschlag stricke ich auch rechts. Jetzt haben wir hier ja unsere 5 Maschen. Die ersten 2 Maschen stricke ich links. Die erste und die zweite. Jetzt bin ich bei der Masche, bei der mittleren. So, jetzt nehme ich einen Haken dazu. Stiche hier in die nächste, in die mittlere Masche stiche ich ein. Hole mir den Faden. Jetzt ziehe ich das von der Nadel ab. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt ziehe ich den Faden ein bisschen lang, circa 1 Zentimeter. Jetzt mache ich einen Umschlag. Nochmal in die Masche einstechen. Faden holen, lang ziehen. Nochmal einen Umschlag. In die Masche einstechen, Faden holen, lang ziehen. Einen Umschlag, Faden holen, lang ziehen. Und auf diese Art und Weise kann man 1, 2, 3, jetzt mache ich noch den 4. Umschlag, einstechen, Faden holen, lang ziehen. Jetzt habe ich 4 Umschläge gehäkelt. Jetzt halte ich hier den Faden fest, hole mir den Faden, ziehe durch alle Schlingen durch. Jetzt stiche ich hier in den Faden ein und häkle dadurch so eine Luftmasche. Und so habe ich das Ganze befestigt. So, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt setze ich diese Masche auf die rechte Nadel. Und jetzt gehe ich hier, also diese Masche ziehe ich über diese Masche einmal drüber. Also hier. Und dann ziehe ich die Büschelmasche einfach so durch. So, jetzt den Rest stricke ich 2 Maschen links. Jedes Muster, da stricken wir alle Maschen wiederum rechts. Also bei Kraus rechts, da bleibt genauso wie bis jetzt. So, alle Maschen rechts, Umschlag auch rechts. Jetzt stricke ich wieder 2 Maschen links. Und für die nächste Masche nehme ich mir den Haken, stiche ich ein, hole den Faden, häkle eine Luftmasche, ziehe diese ein bisschen zusammen. Jetzt ziehe ich die Masche etwas länger, hole mir einen Umschlag, stiche in die Masche ein, hole den Faden. Der erste Umschlag, der zweite Umschlag in die Masche einstechen, Faden holen, der dritte Umschlag in die Masche einstechen, Faden holen und den 4. Umschlag in die Masche einstechen, Faden holen. Man kann auch mehr Umschläge häkeln, je nachdem, wie bei euch die Wolle ist und wie groß ihr das haben wollt. Jetzt halte ich hier den Faden fest und ziehe mir den Faden durch alle Schlingen durch. Jetzt gehe ich hier rein und hole mir den Faden durch beide Schlingen durch. So, jetzt nehme ich mir die Masche auf die rechte Nadel und nehme die Masche über die linke.
So, jetzt stricke ich 2 Maschen links, alle weiteren Maschen rechts, bis wir bei dem Umschlag ankommen. Den Umschlag stricken wir auch rechts. So, Umschlag rechts und da wiederholen wir das Ganze wieder. 2 Maschen links, eine Büschelmasche dann stricken. So schauen die dann aus. Also ich habe die Büschelmasche jetzt gestrickt und jetzt stricke ich die restlichen Maschen alle rechts. Auch den Umschlag habe ich rechts gestrickt. So schaut das Ganze auf der rechten Seite aus jetzt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Ich habe mir in die Mitte 18 Maschen markiert. Das ist genau hier ab der Mitte. Wir haben hier 14 Maschen, also 7 Maschen habe ich mir markiert und hier 7 Maschen auch. Und insgesamt habe ich dann 18 Maschen mittig. 4 Maschen habe ich dann noch zusätzlich hier in der Mitte. Jetzt stricken wir dieses mittlere Teil nur hier in Reihen weiter. Und zwar jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stricke ich bis zur Markierung alles nach Muster. Also hier mittig stricke ich alle Maschen rechts, also eigentlich stricke ich alle Maschen rechts bis zur Markierung. So, und die Markierung nehme ich mir auf die rechte Seite. Und jetzt, wie gesagt, stricken wir dieses mittlere Stück. Also die erste Masche stricke ich rechts, die zweite auch rechts. Jetzt 2 Maschen links, eine Masche rechts, 2 Maschen links. Jetzt haben wir dieses mittlere Stück. Wir haben hier die erste rechte Masche, die stricke ich rechts. Jetzt haben wir 2 Maschen, die stricke ich links. Und die äußere Masche stricke ich auch rechts. Also wir haben die äußeren 2 Maschen rechts gestrickt und in der Mitte haben wir 2 linke Maschen. Also darauf achten, dass hier, wie gesagt, diese Linien, die Maschen dann so aufteilen, dass diese Linien dann die Linie weiterhin als rechte Maschen gestrickt werden. Dann stricke ich 2 Maschen links, eine rechts, 2 Maschen links, eine rechts und die letzte auch rechts. Jetzt wende ich das Ganze. So, die linke Seite stricke ich jetzt folgendermaßen. Die Randmasche hebe ich ab. Das, was Sie bis jetzt gestrickt haben, die linke Masche nehme ich ab. Dann stricke ich 2 Maschen rechts. Die linke Masche hebe ich ab. 2 Maschen rechts und so weiter. Linke abheben, 2 Maschen rechts stricken. Die linke abheben, 2 Maschen rechts stricken. Und jetzt bin ich wieder bei dem Markierer. Die linke Masche habe ich abgehoben und die letzte Masche stricke ich rechts. Man kann die aber auch links stricken. Also ich habe das Ganze gewendet und jetzt stricke ich wieder auf der rechten Seite eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine rechts, 2 Maschen links, eine rechts und so weiter. So, eine Masche rechts und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Und dann wende ich das Ganze und dann stricke ich wiederum unser Muster mit einer, wo ich die linke Masche abhebe und 2 Maschen rechts stricke. Und dieses Stückchen dann stricke ich dann weiter
bis wir diese gesamte Länge erreicht haben. Das ist dann von da bis da. Es sind bei mir 22, wenn wir diese rechte Maschen zählen, 22 Maschen, die wir von vorne sehen, dann müssen dann 44 Reihen sein. Also die Linie für dieses Stück, für Größe 37, 38 sind es 44 Reihen, 38, 40 ungefähr 46 und so weiter, 41, 48, bei 42 Größe 50 Reihen und bei größeren 52 bis 54 Reihen. Das sind auch nur ungefähr Angaben, je nachdem wie ihr strickt. Es kann sein, dass ihr mehr oder weniger Reihen braucht für das komplette Stück bis hierhin. Also ich habe jetzt so ein Stück gestrickt. Jetzt machen wir Folgendes. So, ich bin jetzt auf der rechten Seite. Jetzt nehme ich hier an der Spitze die Maschen ab. Also das mache ich folgendermaßen. Die Randmasche hebe ich ab. Eine Masche rechts. 2 linke Maschen stricke ich rechts zusammen. Eine Masche rechts. 2 linke Maschen stricke ich rechts zusammen. Eine Masche rechts, 2 linke zusammen, eine rechts, 2 linke zusammen. So, jetzt stricken wir hier ein paar Reihen Kraus rechts. Also ich wende das Ganze. Dann stricke ich die nächste Reihe, alle Maschen rechts. Und so stricken wir 5, 6 Reihen. Kraus rechts. Ich denke mal, das sind 6 Reihen. Insgesamt, also mit der Reihe von der Maschenabnahme, das sind dann 6 Reihen. Also ich habe jetzt die zweite Reihe praktisch gestrickt. Und jetzt stricke ich weitere 4 Reihen Kraus rechts. Also so schaut es aus. Ich habe jetzt 6 Reihen Kraus rechts hier gestrickt. Wir haben hier 3 Rippen. So schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir hier auf dem Rand, auf dem und auf dem Rand die Maschen wieder auf. Und zwar, wir haben hier auf den Seiten diese Schlingen. Die nehme ich mir auf die Nadel wieder auf. Jeweils so eine Schlinge. So, und dann haben wir hier zwischen, die Schlingen fangen erst da an. Dann nehme ich mir aber auch noch eine Masche auf und dann die nächste Schlinge. So, und jetzt nehme ich von diesen Schlingen jeweils eine Schlinge auf. So schaut es aus. So nehme ich alle Maschen auf oder Schlingen, bis ich oben ankomme. So, jetzt nehme ich mir die Maschen alle auf die Nadel auf. So habe ich mir alles aufgenommen. Das gleiche machen wir auch auf der Seite. So, wie gesagt, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und zwar, wir haben hier diese 2 Schlingen von unserem Muster.
Wenn wir die Arbeit so ein bisschen wenden, dann haben wir hier die nächsten 2 Schlingen. Ich nehme mir immer die Schlinge. Also hier von der Seite fange ich an, von hinten nach vorne nehme ich mir die Schlingen auf. So dass diese Musterschlingen bei uns auf jeden Fall vorne sind. So, und hier zwischen nehme ich mir auch eine, weil da hören die Schlingen auf, ich nehme mir eine Schlinge irgendwo auf, eine kürzere vielleicht. So, also ich habe hier die 2 Schlingen. Ich glaube, ich nehme mir diese Schlinge auf, damit wir kein großes Loch dazwischen haben. So, und jetzt nehme ich mir die anderen Maschen auch auf die eine Nadel auf. So schaut das Ganze aus. Jetzt machen wir Folgendes. Wir stricken jetzt mit der blauen Farbe 10 Reihen kraus rechts. Und zwar, ich mache jetzt Folgendes. Ich schneide hier den Faden ab, wo wir zu Ende gestrickt haben, an der Spitze. Und ich fange jetzt an, auf der linken Seite zu stricken. Also wie gesagt, ich habe jetzt die linke Seite bei mir vorne. Und da fange ich jetzt an und stricke jetzt alle Maschen rechts. Und so stricke ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. Und wie ich schon sagte, wir stricken dann insgesamt 10 Reihen kraus rechts. Nur mit der blauen Farbe. Das ist dann dieses Stück. Also hier stricken wir kraus rechts. Und dann stricken wir nochmal kraus rechts mit den weißen Streifen. Also bis dahin stricken wir 10 Reihen kraus rechts. Also für dieses Stück, wo wir kraus rechts stricken, einmal das erste Stück und das zweite Stück, also sind insgesamt 20 Reihen kraus rechts. Bei kleineren Größen, also bis Größe 40, kann man 20 Reihen stricken, ab Größe 41 22. Es hängt auch noch davon ab, wie breit der Fuß ist. Also bei mir ist der Schuh jetzt insgesamt, wenn ich den jetzt so stricke, wie der ist, also ich habe ungefähr 10 bis 10,5 cm Breite. Wie gesagt, wenn ihr mehr Breite braucht, kann man auch schon bei kleineren Größen, zum Beispiel 22 bis 24 Reihen kraus rechts stricken. Es hängt von der Breite ab. Für einen normalen Fuß würde das eigentlich, denke ich, reichen. Also ich habe jetzt 10 Reihen kraus rechts gestrickt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Rippen. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehme ich die weiße Farbe dazu und stricke dann noch weitere 10 Reihen. Ich nehme gleich weißen Faden und stricke damit 2 Reihen, dann 2 Reihen blau und wieder 2 Reihen weiß und die restlichen 2 Reihen dann in der Farbe blau. Wie gesagt, ich nehme jetzt den weißen Faden so,
stricke die erste, ziehe mir durch die erste Masche durch den Faden und dann stricke ich alle Maschen rechts, das ist die erste Reihe, und dann stricke ich die zweite Reihe auch mit dem weißen Faden. Genau, also wie gesagt, die nächsten 2 Reihen weiß, danach 2 Reihen blau, dann wieder 2 Reihen weiß, sodass die 2 weiße Streifen entstehen, und insgesamt stricken wir dann ab dem weißen Faden dann noch 10 weitere Reihen Kraus rechts. Also ich habe jetzt 2 Reihen rechts gestrickt mit der weißen Farbe, und jetzt nehme ich die blaue Farbe. Ich ziehe die bereits schon durch die erste Masche durch und stricke dann wiederum 2 Reihen rechts. Und dann wieder auf die gleiche Weise stricke ich 2, wenn ich mit der blauen Farbe 2 Reihen gestrickt habe, stricke ich 2 Reihen weiß. Und wie gesagt, ab da stricke ich noch weitere 10 Reihen Kraus rechts, dann haben wir insgesamt hier 20 Reihen rechts gestrickt. Kraus rechts. Also ich habe jetzt insgesamt 20 Reihen Kraus rechts gestrickt. Das sind dann 10 solche Rippchen. Und jetzt stricken wir mit euch an diese Sohle. Also die Maschenanzahl für die Sohlenbreite. Bei kleinen Größen nehme ich 10 Maschen bis Größe 40. Ab Größe 41 kann man 12 Maschen aufteilen. Man kann aber auch 14 Maschen für die Sohlenbreite machen. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich habe mir jetzt in der Mitte, hier an der Spitze, 10 Maschen markiert. Also auf der Seite und auf der Seite habe ich die gleiche Maschenanzahl, und in der Mitte habe ich 10 Maschen. Das habe ich jetzt links und rechts 44 Maschen. Die Maschenanzahl kann bei euch auch anders sein. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stricke ich hier alle Maschen rechts bis zu der Markierung. Also ich fange ganz normal an und stricke alle Maschen rechts, bis ich bei der ersten Markierung ankomme. So, also ich bin jetzt bei der ersten Markierung, und zwar wir stricken jetzt die untere Sohle. Das sind diese 10 Maschen, 10 Maschen Sohle. So, die Markierung nehme ich mir jetzt auf die rechte Nadel und stricke dann erstmal 10 Maschen rechts. Und erstmal die 9 Maschen, die 10. und die 11. brauche ich dann, also stricke ich dann rechts zusammen. Ich nehme mir die 10. Masche auf die rechte Nadel, nehme die Markierung ab, gebe nochmal die Masche auf die linke Nadel, das ist die 10. und die 11. Masche, und die stricke ich beide rechts zusammen. Jetzt wende ich die Arbeit. So, jetzt hebe ich hier die erste Masche ab, den Faden habe ich vor der Arbeit, und stricke weitere Maschen rechts, bis eine Masche am Ende der Reihe, ich meine vor der Markierung übrig bleibt. So, eine Masche vor der Markierung habe ich übrig. Ich nehme mir die Masche auf die rechte Seite, die Markierung mache ich ab, wieder auf die linke Seite, und jetzt stricke ich die 10. und die 11. Masche, stricke ich rechts zusammen. Und jetzt wende ich nochmal alles. Also ich habe das Ganze nochmal gewendet. Jetzt mache ich genau das gleiche. Die erste Masche hebe ich ab, den Faden habe ich vor der Arbeit, und jetzt stricke ich
8 Maschen rechts. So, das ist die 8. Also ich habe eine abgehoben, 8 Maschen gestrickt, das sind 9 Maschen und das ist jetzt die 10. und die 11. Masche, die stricke ich. Man sieht auch, wo da ist immer so ein Abstand, das ist dann praktisch die 10. Masche und das ist die 11. Masche. Und die stricke ich auch wiederum beide rechts zusammen. Jetzt wende ich. Und auf diese Weise stricken wir dann weiter. Wie gesagt, die erste Masche nehme ich wieder ab. Dann stricke ich 8 Maschen rechts. So, und die 10. und die 11. Masche. Wir sehen hier wiederum, wo die letzte Masche ist. Die stricken wir rechts zusammen. Um diese Weise stricken wir weiter, bis alle Maschen bei uns hier verstrickt sind und am Ende der Nadel 5 Maschen übrig bleiben. Ich zeige euch nochmal, wie das Ganze ausschaut auf dem fertigen Schuh. Also wir stricken hier immer 2 Maschen rechts zusammen, auf der Seite auch, und so entsteht diese Sohle. Also ich habe jetzt so weiter gestrickt, bis auf die Seite, wie ich schon sagte, 5 Maschen bleiben auf einer Seite und 5 Maschen auf der anderen Seite. Und in der Mitte habe ich immer noch 10 Maschen. So schaut das Ganze aus. Und jetzt stricken wir die Fersenspitze. Wie man sieht, ist die bei mir ein bisschen schmaler. Da stricken wir jetzt die Maschenabnahme. Und zwar, wir haben hier unsere 10 mittlere Maschen. So, jetzt machen wir Folgendes. Die erste und die letzte Masche brauchen wir weiter hier für die Maschenabnahme hier auf der Seite für die Sohle. Aber die 2 Maschen danach und die 2 Maschen davor stricke ich rechts zusammen. Das ist dann die Maschenabnahme für die Ferse. Also die erste Masche hebe ich wie immer ab. Die zweite und die dritte Masche stricke ich rechts zusammen. Weitere Maschen stricke ich rechts, bis 3 Maschen auf der Nadel bleiben. So, 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. Und dann stricke ich hier, das ist immer noch die 10. und die 11. Masche, die stricke ich weiterhin zusammen rechts. Jetzt wende ich das Ganze. Hier stricke ich alles nach Muster ohne Maschenabnahme. Die erste Masche hebe ich ab, alle weiteren Maschen stricke ich rechts. Aber die 10. und die 11. Masche stricken wir wie bis jetzt. So, das ist dann die 10. und die nächste, die 11. Masche, die stricken wir wieder rechts zusammen. Jetzt wende ich das Ganze. Und so machen wir jetzt weiter mit der Maschenabnahme für die Ferse. So, die erste Masche hebe ich ab. Dann 2 Maschen rechts zusammen. Dann stricke ich weitere Maschen rechts, bis 3 Maschen übrig bleiben. Das sind in dem Fall 2 Maschen, dann 2 Maschen rechts zusammen für die Ferse. Und jetzt das sind die 2 Maschen, die wir für die Sohle zusammen rechts stricken. Jetzt habe ich 6 Maschen in der Mitte. Wende das Ganze. Stricke jetzt wieder alles nach Muster. Die Randmasche hebe ich ab. Alle weiteren Maschen stricke ich rechts. Und diese Maschen, diese beiden für die Sohle, die stricke ich wieder rechts zusammen. Also ich habe immer noch 6 Maschen. Jetzt wende ich das Ganze. Jetzt mache ich wieder auf der rechten Seite
mache ich die Abnahme für die Ferse. Die Randmasche hebe ich ab. Die zweite und die dritte Masche stricke ich rechts zusammen. So, und jetzt haben wir hier die nächsten 2 Maschen, die wir rechts zusammenstricken. Und dann, das sind die beiden Maschen für die Sohle. Das ist immer noch wie die 10. und die 11. Masche. So, und jetzt habe ich 9 Maschen. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stricke ich auch die letzten 2 Maschen rechts. So, und diese Maschen können wir jetzt dann schon zusammenziehen. Dazu nehme ich mir einen Haken. Und das sind jetzt die Maschen, die ich also von rechts nach links, damit der Faden auf der linken Seite bleibt. So, und jetzt ziehe ich mir die Nadel raus. So, und dann ziehe ich diesen Faden einmal durch alle Maschen durch. So, und dann ziehe ich die Ferse auf diese Art und Weise zusammen. Den Faden kann man abschneiden und mit dem Faden können wir hier hinten diese Naht zunähen. So schaut der Schuh aus und hier diese Naht können wir dann mit dem gleichen Faden zunähen. Also hier schön zusammenziehen. Ich mache die Schlinge einmal größer und dann mache ich meine Wolle dadurch und dann kann ich das Ganze schön zusammenziehen. So. Und jetzt können wir, wie gesagt, den Schuh hinten vernähen. Ich drehe mir das alles so, dass ich die linke Seite vorne habe. Also ich vernähe ganz gerne mit einer Häkelnadel. Man kann es aber auch ganz normal mit Nähnadel vernähen. Ich mache es ganz gerne mit den Kettmaschen. Und zwar, wir haben hier auf der Seite immer diese 2 Schlingen. So, hier haben wir diese 2 Schlingen, da steche ich stets immer ein. Auf eine Seite und auf der anderen Seite und vernähe das mit den Kettmaschen. So, da hole ich mir 2 Schlingen auf eine Seite und auf der anderen Seite. Hole mir den Faden einmal dadurch. Jetzt habe ich eine Schlinge. Jetzt stiche ich weiter ein. Hole den Faden, ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Da kann man schauen, dass man die 2 weißen und die 2 weißen zusammen vernäht. Deswegen mache ich nochmal die blaue davor. Und dann nehme ich mir die 2 weißen Schlingen. Hier und auf der anderen Seite. So, und dann vernähen wir weiter. Und wie gesagt, auf diese Art und Weise vernähe ich dann den kompletten Schuh. Es sind nicht überall so gut die Schlingen zu sehen. So, jetzt kann man die Schlingen gut sehen, einfach dann weiter vernähen. So schaut es dann aus. So, also ich habe jetzt alles vernäht, so schaut es auf der rechten Seite aus. Jetzt können wir den Faden abschneiden und nur noch Fädchen verarbeiten. So, wie mache ich die Faden? Fädchen verarbeiten zeige ich euch auch. Ich finde alles auf die linke Seite, auf die rechte. So, also ich mache es folgendermaßen.
habe hier zum Beispiel die weißen Fädchen, mache ich ein bisschen kürzer schneiden. Also den Faden kann man so aufteilen in 2 Teile. So, jetzt nehme ich mir den Haken, steche hier irgendwo ein, unter irgendeine Schlinge, hole mir eine Seite hier durch, verknote das Ganze. So, jetzt kann ich die Fädchen irgendwo verstecken. Das mache ich am besten irgendwo an der Naht, weil da die Naht an den genau da ist. So steche ich einfach irgendwo rein und so verstecke ich mir diese Enden ein paar Mal und dann schneide ich ab. Und auf diese Weise kann man alle Fädchen verarbeiten. So, und dann sind wir eigentlich mit dem Schuh schon fertig. Ich zeige nochmal den fertigen Schuh. So schaut der aus, so schaut unsere Ferse aus. Richtig sehr, sehr schöner Schuh auch. Ist auch sehr schön, sitzt sehr gut am Fuß. Hat auch unheimlich Spaß gemacht, diesen Schuh zu stricken. Also ich wünsche euch auch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir ganz viele Kommentare und bis zum nächsten Mal.